Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und wir machen heute einen total leckeren Milchmädchenkuchen ohne Backen. Ich hatte ja vor einigen Wochen schon meine Milchmädchen-Torte vorgestellt. Die wird aus einem Biskuitboden und Milchmädchencreme hergestellt. Heute aber die Version ohne Backen, die wirklich schnell geht. Und dafür braucht ihr keinen Backofen. Ihr müsst keine Backkenntnisse haben, aber das Ergebnis ist auch einfach nur lecker. Dafür schlagen wir zunächst unsere Milchmädchencreme. Ich brauche dafür 600 Milliliter Sahne. Ich nehme wieder mal Rama Creme Fine. Die ist etwas fettreduziert, wobei das bei dem Kuchen nur eine untergeordnete Rolle spielt. Weil ich erkläre euch mal nachher noch, was dann überhaupt Milchmädchen ist. Da schlackert man mit den Ohren, wenn man eigentlich, wie ich, normalerweise auf gesunde Zutaten und wenig Zuckerverbrauch achtet, dürfte man die eigentlich nicht essen. Ich habe zum Sahneschlagen die Schüssel der KitchenAid und auch den Schneebesen vorher im Kühlschrank gehabt, denn das Geheimnis einer schön festen Sahne ist immer, dass sowohl die Sahne wie auch die Gerätschaften schön kalt sind. Umso besser gelingt das Sahneschlagen, ohne dass man hinterher Butter erhält. Ich gebe dann noch dazu 2 Päckchen Sahnesteif. Insgesamt brauchen wir aber 4 Päckchen Sahnesteif. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt nur 2 zugebe. Der Rest kommt dann später. Dann klappe ich den Schneebesen nach unten und dann werde ich jetzt für mehrere Minuten und bei hoher Stufe unsere Sahne steif schlagen. Ich mache das auf Sicht, bis die Sahne die richtige Konsistenz hat, damit ich keine Butter erhalte. So, es sind mehrere Minuten vergangen. Es waren circa 3 Minuten. Ich habe jetzt hier eine schöne steife Sahne erhalten. Die fülle ich mir jetzt einmal in eine Schüssel um. Muss jetzt auch nicht 100% alles umgefüllt werden, weil die wird gleich wieder zur Milchmädchencreme hinzugegeben. Dann gehen wir weiter mit unserer Milchmädchencreme und jetzt kommen hinzu 300 Gramm Frischkäse. Die gebe ich jetzt in die Rührschüssel. So, und zwar fragten mich in der letzten Aufnahme zur Milchmädchentorte viele, was ist denn Milchmädchen überhaupt? Milchmädchen ist eine stark gezuckerte Kaffeesahne. In dem Fall enthält die 55 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Das ist eigentlich, ja, das gibt eine Kalorienbombe. Allerdings durch den Frischkäse wird das noch ein bisschen abgemildert. Und die ist so zähflüssig. Das seht ihr gleich beim Einbiegen. Ich brauche nämlich 250 Gramm von der Milchmädchen. Hier seht ihr, wie schön zähflüssig die ist. Ich habe eigentlich gedacht, das kennt jeder, aber scheinbar ist Milchmädchen im Osten bekannter als im Westen und ich lebe ja auf Rügen. Ich kenne das eigentlich schon seit meiner Kindheit. Deswegen mal die kurze Erklärung, was ist überhaupt Milchmädchen. Die gibt es aber auch normalerweise in jedem Supermarkt zu kaufen. Da habe ich keine Bedenken. Da gebe ich jetzt die anderen 2 Päckchen Sahnesteif hinzu. Jetzt verrühren wir das Milchmädchen mit dem Frischkäse und dem Sahnesteif. Bis es eine schöne cremige Masse ergibt. Ich habe jetzt eine homogene cremige Masse, setze jetzt meinen Deckel auf und den kann man nämlich auch ganz gut dosieren, ohne dass man die ganze KitchenAid mit Sahne verschmiert, weil die gebe ich jetzt gleich aus der Schüssel wieder dazu und dann rühre ich während der ganzen Zugabe circa bei Stufe 3 bis 4. Das entscheide ich mal individuell, so wie es sich gerade ergibt. Damit ist die Milchmädchencreme auch schon fertig. Ich werde jetzt gleich mal die KitchenAid beiseite räumen, damit wir genug Platz haben, damit ich euch zeigen kann, wie ich gleich den Milchmädchenkuchen schichten werde. Und deswegen sehen wir uns dann gleich wieder. Da habe ich jetzt Platz. Ich zeige euch mal die Milchmädchencreme. Sie ist auch schön fest durch das Sahnesteif und die Konsistenz
der verschiedenen Zutaten kann man die jetzt sehr gut verarbeiten. Ich habe dann hier so einen verstellbaren Backrahmen. Ich weiß nicht, wer diese Backrahmen kennt. Wir haben einen kleinen Nachteil, die verrutschen einfach. Wenn ich jetzt die Creme da reingebe, müsste ich dann immer unheimlich aufpassen, dass mir der Backrahmen nicht verrutscht. Ich habe deswegen hier solche kleinen Klammern aus dem Bürobedarf von Mauli. Ich verlinke euch die nachher mal. Ich finde die total praktisch, denn ich zeige euch das jetzt mal, wenn ich da nichts dran habe. Ne? Das rutscht einfach und wenn man dann die Creme hineingibt, das ist einfach nicht so praktisch. Dann verstelle ich mir das. Ist jetzt natürlich auch kein 100%iger Schutz, aber einfach an allen 4 Seiten so fixieren, dass es fest ist. Müsst ihr ein bisschen probieren, wo die beste Stelle ist bei eurem Backrahmen. Und dann verrutscht das nicht so arg. Kleiner Tipp am Rande. So, Improvisation ist ja alles. Mein zweiter Vorname ist, glaube ich, Improvisation. So, dann legen wir los. Ich habe jetzt insgesamt 15 Butterkekse in dem Backrahmen verteilt. Und darauf geben wir jetzt erstmal eine dünne Schicht von unserer Milchmädchencreme. Ich nehme dafür den Teigschaber. Ihr könnt auch einen anderen Spatel nehmen. Haltet am besten die Kekse am Anfang etwas fest. Gerade bei der ersten Lage verrutscht das ganz gern. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass mit dem Teigschaber funktioniert nicht so gut, könnt ihr hier auch einen kleinen Spatel nehmen. Müsst ihr einfach probieren, wie es für euch am besten funktioniert. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt verteilen wir dann die zweite Lage Kekse auf unserem Backrahmen. Wieder 15 Stück. Die kann man jetzt etwas andrücken und dann werden die gleich auch ein bisschen fixiert sein. So, das war die zweite Ebene und da geht das gleiche Spiel wieder los. Einfach die Milchmädchencreme verteilen. Das ist die nächste Ebene. Es kommt jetzt wirklich auch nicht darauf an, dass es ganz plan und glatt ist. Durch die Kekse könnt ihr das ja auch noch ein bisschen verteilen, das ist kein Problem. Und die dritte Schicht. Und das ist Ebene 3 und weiter so. Jetzt entferne ich dann hier auch die ersten Klammern, weil ich komme jetzt an die ran. Aber jetzt hält der Rahmen dann auch so, der ist Milchmädchen verklebt. So, dann kommen wir zur vierten Ebene unseres Milchmädchenkuchens. Ich finde, je weiter hoch man kommt, umso einfacher wird es. Also je nachdem, wie viele Ebenen ihr herstellen wollt. Pro Ebene 15 Kekse, müsst ihr einfach ausrechnen, wie viele Kekse ihr kaufen müsst. Das ist ja auch nicht von jedem Hersteller die gleiche Menge in einer Packung. Last but not least kommen wir jetzt zu unserer 5. und letzten Ebene. Dann ist unser Milchmädchenkuchen, unser Schichtkuchen ohne Backen vorbereitet. Also bei diesen Keksen hier sind wirklich unheimlich viele zerbrochen. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich eine andere Marke. Mein Milchmädchenkuchen ist fertig geschichtet. Ich zeige euch das jetzt mal. Die letzte Ebene habe ich dann natürlich mit einem Teigschaber, so gut es geht, gerade gestrichen. Dann habe ich überlegt, wie dekoriere ich denn heute meinen Milchmädchenkuchen? Die Torte letztens hatte ich ja einfach mit Kekskrümeln bestreut. Das sah auch hübsch aus, aber man möchte ja auch mal was anderes machen. Und da ich noch etwas Creme übrig hatte, habe ich die jetzt hier mit dieser Lebensmittelfarbe von ProGel verrührt in einem schönen Blau. Einfach etwas Lebensmittelfarbe zugeben und mit dem Schneebesen oder Spatel, wie ihr wollt, verrühren. Und jetzt werde ich mal versuchen, ob ich da eine schöne Deko hinkriege. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jetzt nicht so die Mega-Deko-Queen, aber ich gebe mein Bestes. Sie war stets bemüht quasi. So, das soll mal reichen. Ist sie nicht hübsch? Wie gesagt, ich bin nicht die Mega-Deko-Queen, aber ein bisschen schön bunt ist sie doch. Und mit den Silberpärchen ist es noch eine kleine Prinzessinnen-Torte geworden. Maritim, weil ich bin ja hier an der Ostsee. Die Torte kommt jetzt über Nacht in den Kühlschrank, dann ziehen nämlich die Kekse schön durch. Dann sind die gar nicht mehr so bröselig, sondern eher
weich und das ist dann eher wie ein richtiger Kuchen-Tortenboden und dann hat das wirklich einen schönen Kuchencharakter. Morgen, nachdem die Torte schön durchgezogen ist im Kühlschrank, zeige ich euch dann noch den Anschnitt. Also dann, ich hoffe, euch hat geholfen, dass ich euch gezeigt habe, wie man so einen Milchmädchenkuchen ohne Backen einfach hinbekommt. Ist kein Hexenwerk. Dekorieren kann man, wie man möchte. Wie gesagt, Kekskrümel oder irgendwelches Krokant, was man im Haus hat, kein Problem. Auch mit Pralinen geht das natürlich alles, wie man möchte. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und dann beim Verzehren. Ihr werdet sehen, das ist eine echte Kalorienbombe, aber die schmeckt hervorragend. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also dann, bis zum nächsten Mal, eure Christina.